Stell dir vor, du sitzt zu Hause, hast den Tag hinter dir, vielleicht ein Brot auf dem Tisch, ein Gebäckstück, irgendetwas ganz Alltägliches, und während du hineinbeißt, denkst du dir nichts dabei. Aber was wäre, wenn genau dieser Bissen dich langsam müde macht, dich schwächt, krank macht und auslaugt, ohne dass du es merkst? Was, wenn in deinem Alltag eine Substanz steckt, die wir alle kennen, die wir alle nutzen, die scheinbar harmlos wirkt, aber im Hintergrund eine ganz andere Wahrheit hat? Willkommen zu einer Enthüllung, die du so noch nicht gehört hast. Heute sprechen wir über etwas, das in jeder Küche, in jedem Supermarkt, in jedem Bäckereiregal zu finden ist. Etwas, das uns als normal verkauft wird, als alltäglich, als ungefährlich. Und doch häufen sich Hinweise, dass genau dieses Produkt alles andere als harmlos ist. Bevor ich es dir verrate, hör dir die Fakten an, hör dir die Geschichten an, hör dir an, was im Hintergrund schon lange diskutiert wird. Denn wenn du diese Informationen einmal gehört hast, wirst du deine nächste Mahlzeit mit völlig anderen Augen sehen. Man könnte sagen, es ist unsichtbar, weil es so alltäglich ist. Es fällt nicht auf, weil es überall ist. Aber genau darin liegt die Gefahr. Es ist diese Art von Alltagsgift, das wir übersehen, weil wir es schon immer so gemacht haben. Wir kaufen und wir essen es blind, wir geben es sogar unseren Kindern, ohne uns zu fragen, was es wirklich mit uns macht. Und je tiefer man schaut, desto erschreckender wird das Bild. Forscher wissen es und haben über Jahre hinweg Daten gesammelt, Untersuchungen gestartet, Beobachtungen dokumentiert. Und das Muster ist immer das gleiche. Beschwerden, Krankheiten, Schwäche. Nicht sofort, nicht wie ein schnelles Gift, das dich direkt zu Boden wirft. Sondern schleichend, still, heimlich raubt es dir Stück für Stück deine Energie, deine Gesundheit, deine Kraft. Doch warum hört man davon so wenig? Warum wird es nicht offen diskutiert? Warum gibt es keine Schlagzeilen in den großen Zeitungen, keine Warnungen in den Nachrichten, keine offiziellen Hinweise? Die Antwort ist unbequem. Denn hinter dieser unscheinbaren Substanz steht eine riesige Industrie. Eine Industrie, die Milliarden verdient, die ganze Märkte kontrolliert, die ihre Finger überall drin hat. Eine Industrie, die kein Interesse daran hat, dass du die ganze Wahrheit erfährst. Und genau das macht diesen Skandal so groß. Wir reden hier nicht über ein Nischenprodukt. Wir reden über ein Grundnahrungsmittel, das von Millionen Menschen täglich konsumiert wird, das in jedem Haushalt zu finden ist. Und genau deshalb muss man es verschweigen. Denn wenn die Menschen wüssten, was es wirklich anrichtet, wenn sie wüssten, wie sehr es mit Beschwerden in Verbindung gebracht wird, dann würden sie anfangen zu denken und Fragen zu stellen. Und Fragen sind das Letzte, was diese Industrie gebrauchen kann. Die Geschichten, die auftauchen, sind verstörend. Menschen berichten von chronischer Müdigkeit, von Magen- und Verdauungsproblemen, von Entzündungen im ganzen Körper, die sie sich nicht erklären konnten. Ärzte schlagen leise Alarm, Forscher veröffentlichen Hinweise, aber kaum jemand greift es auf. Warum? Weil das Produkt so tief in unserer Kultur verankert ist, dass kaum jemand wagt, es offen in Frage zu stellen. Es gehört zum Frühstück, es gehört zum Mittag, es gehört zum Abendessen. Es ist überall, und genau das macht es so gefährlich. Und jetzt kommt der Punkt, an dem ich dir sage, worum es wirklich geht. Die unscheinbare, weiße Substanz, die uns seit Jahrzehnten begleitet, ist nichts anderes als hochraffiniertes weißes Mehl. Ja, richtig gehört. Das weiße Mehl, aus dem dein Brot gebacken wird, deine Brötchen, deine Nudeln, deine Kekse sind. Dieses Mehl ist nicht das harmlose Grundnahrungsmittel, als dass es uns verkauft wird. Es ist eine industriell extrem verarbeitete Substanz, die kaum noch etwas mit dem ursprünglichen Korn zu tun hat. Was übrig bleibt, ist ein Pulver, das vielleicht hübsch aussieht, das vielleicht praktisch zu verarbeiten ist, aber das in Wahrheit arm an Nährstoffen und reich an Risiken ist. Untersuchungen zeigen, dass in diesem weißen Pulver fast alle wichtigen Bestandteile fehlen, die der Körper eigentlich bräuchte. Ballaststoffe, Mineralstoffe, Vitamine, weg. Zurück bleibt eine leere Hülle, die im Körper mehr Schaden als Nutzen anrichten kann. Es lässt den Blutzuckerspiegel rasant ansteigen, es überfordert den Stoffwechsel, es kann Entzündungen fördern und die Grundlage für chronische Erkrankungen schaffen. Viele Menschen merken es erst nach Jahren. Gelenkschmerzen, Müdigkeit, Hautprobleme, Gewichtszunahme, Verdauungsstörungen. Alles das kann in direktem Zusammenhang mit dem ständigen Konsum von weißem Mehl stehen. Und die Industrie weiß das. Natürlich weiß sie das, doch anstatt transparent aufzuklären, wird geschwiegen, vertuscht, kleingeredet. Weißes Mehl wird weiter als Standard verkauft, als normal, als selbstverständlich. Weil es sehr billig ist, weil es sich leicht verarbeiten lässt, weil es den Herstellern maximale Kontrolle gibt. Dass dabei Millionen von Menschen langfristig gesundheitliche Probleme riskieren, das interessiert nur am Rande. Solange die Kassen klingeln, solange die Regale voll sind,
Solange die Nachfrage nicht einbricht, wird sich daran nichts ändern. Und genau das ist der eigentliche Skandal. Denn während in Werbespots das Bild vom knusprigen Brötchen, vom fluffigen Kuchen, vom dampfenden Teller Pasta verkauft wird, bleibt die bittere Wahrheit unsichtbar. Weißes Mehl ist kein Grundnahrungsmittel. Es ist ein minderwertiges Industrieprodukt. Ein Produkt, das dich krank machen kann, wenn du es Tag für Tag konsumierst. Und genau deshalb musst du es wissen. Denn die Verantwortung liegt am Ende bei dir. Niemand wird die Werbung verbieten. Denn die Lebensmittelindustrie verdient großes Geld damit. Das kannst nur du selbst entscheiden. Und das beginnt mit Aufklärung. Mit dem Wissen, das man dir so lange verschwiegen hat. Also stell dir die Frage: Willst du wirklich weiterhin blind vertrauen? Willst du wirklich glauben, dass etwas, das so stark verarbeitet wurde, harmlos ist? Oder bist du bereit, genauer hinzusehen, Fragen zu stellen, Alternativen zu suchen? Es gibt hervorragende Alternativen, wie Vollkorn, unverarbeitete Lebensmittel, natürliche Produkte. Sie sind da. Sie warten nur darauf, wiederentdeckt zu werden. Ja, die Enthüllung ist unbequem. Und nein, sie macht keinen Spaß. Sie nimmt dir ein Stück Illusion. Aber genau deshalb ist sie so wichtig. Denn nur, wenn du das Wissen hast und die Wahrheit kennst, kannst du Entscheidungen treffen, die dir wirklich gut tun. Entscheidungen, die deine Gesundheit schützen, die deinem Körper helfen, wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Weißes Mehl ist kein harmloser Begleiter. Es macht krank. Es ist ein wirkliches und unterschätztes Risiko. Die Wahrheit liegt jetzt offen vor dir. Was du daraus machst, liegt bei dir. Teile dieses Video, erzähle es weiter, lass andere wissen, was man verschweigt. Schütze deine Familie und Freunde. Denn nur wenn wir alle hinschauen, kann sich etwas ändern. Und genau das ist der Grund, warum ich diese wichtige Reportage heute mit dir teile.